Mein Name ist Chris. Ich bin heute ein alter Mann. Heute habe ich alles, was ich brauche. Eine Frau, eine Familie und ein Zuhause. Und das Wichtigste ist, dass ich endlich glücklich bin. Aber viele Jahre meines Lebens hatte ich nichts. Kein Geld, kein Zuhause. Es gab Zeiten, in denen ich nicht mehr leben wollte. Ich war müde vom Kämpfen und müde vom Hoffen. In diesen Jahren suchte ich nur nach einer Sache. Ich wollte glücklich sein. Ich glaubte lange, Glück sei etwas, das man finden muss, irgendwo da draußen. Doch das Leben lehrte mich etwas anderes. Heute weiß ich, Glück ist nichts, das man findet. Glück ist etwas, für das man kämpft. Das ist meine Geschichte. Ungefiltert und echt. Ich erzähle sie, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren und trotzdem weiterzugehen. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich einen Jungen, der früh gelernt hat, leise zu sein und zu warten. Ich wuchs in Armut auf. Geld war immer ein Problem. Es war nie genug da. Oft hörte ich Erwachsene über Rechnungen sprechen, über Miete und über Sorgen. Ich verstand die Worte nicht ganz, aber ich spürte die Angst. Unser Zuhause fühlte sich nie sicher an. Es war ein Ort, an dem man vorsichtig sein musste. Mein Vater war oft nicht da. Und wenn er da war, brachte er keine Ruhe. Manchmal war er laut, manchmal war er wütend. Ich wusste nie, wie der Tag enden würde. Als Kind lernte ich die Stimmung im Raum zu lesen. Ich hörte Schritte und Stimmen. Ich merkte, wann ich besser verschwinden sollte. Ich lernte, keine Fragen zu stellen. Ich lernte, nichts zu erwarten. Meine Mutter war oft müde. Sie tat, was sie konnte, aber sie war allein. Ich sah, wie schwer es für sie war. Ich wollte helfen, aber ich war nur ein Kind. In der Schule fühlte ich mich anders. Andere Kinder hatten saubere Kleidung und lachten viel. Ich schämte mich für meine Schuhe und für meine Tasche. Ich sprach wenig. Ich wollte nicht auffallen. Ich hatte Angst, dass jemand merkt, wie wenig wir hatten. Ich hatte Angst, dass jemand Fragen stellt. Zu Hause lernte ich, stark zu sein. Nicht lautstark, sondern still stark. Ich lernte, meine Gefühle zu verstecken. Wenn ich traurig war, sagte ich nichts. Wenn ich Angst hatte, sagte ich nichts. Ich dachte, das ist normal. Ich dachte, so ist das Leben. Niemand erklärte mir etwas anderes. Niemand sagte mir, dass Kinder sich sicher fühlen sollten. Niemand sagte mir, dass Glück etwas ist, das man fühlen darf. Ich sah Glück nur bei anderen. Es war wie ein Bild hinter Glas. Ich konnte es sehen, aber nicht erreichen. Manchmal fragte ich mich, was ich falsch mache. Ich dachte, vielleicht bin ich nicht gut genug. Vielleicht habe ich es nicht verdient. Diese Gedanken kamen leise, aber sie blieben. Ich lernte früh, dass man sich nicht auf andere verlassen kann. Wenn du fällst, stehst du alleine auf. Wenn du weinst, hört es niemand. Wenn du Hilfe brauchst, ist niemand da. Diese Regeln lernte ich ohne Worte. Sie waren einfach da. Mit jedem Jahr wurden sie stärker. Ich trug sie in mir, ohne es zu merken. In manchen Nächten lag ich wach und hörte Geräusche von draußen. Autos, Stimmen, Schritte. Ich fühlte mich klein. Ich fühlte mich allein. Ich stellte mir vor, wie ein anderes Leben sein könnte. Ein Leben mit Ruhe. Ein Leben ohne Angst. Aber diese Bilder fühlten sich nicht echt an. Sie fühlten sich weit weg an. Glück war für mich kein Gefühl. Es war ein Wort, ein fremdes Wort, etwas für andere Menschen, etwas für später. Ich sagte mir oft, dass ich einfach durchhalten muss, dass ich stark sein muss, dass ich nicht jammern darf. So wurde ich älter, mit dieser Idee im Kopf. Ich muss alleine stark sein, ich darf nicht scheitern. Denn Scheitern bedeutete für mich, wieder dieses Kind zu sein, ohne Schutz,
ohne Sicherheit. Schon als Kind lernte ich, dass Glück nichts Selbstverständliches ist. Und dieser Gedanke begleitete mich lange, auch dann, als ich erwachsen wurde. Als ich älter wurde, wollte ich nur eines: ein anderes Leben. Ich wollte nicht mehr dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich wollte nicht mehr jeden Tag Angst haben. Ich sagte mir, dass mein Leben besser werden muss, wenn ich hart arbeite. Ich glaubte fest daran. Ich war jung und hatte Hoffnung. Ich dachte, dass Hoffnung genug ist. Ich begann zu arbeiten, so früh ich konnte. Es war kein besonderer Job. Er war anstrengend und schlecht bezahlt. Aber er war ein Anfang. Ich war stolz, mein eigenes Geld zu verdienen. Es fühlte sich an wie ein kleiner Sieg. Zum ersten Mal konnte ich etwas beitragen. Zum ersten Mal fühlte ich mich nicht völlig hilflos. Ich arbeitete viel. Ich wollte zeigen, dass ich kein fauler Mensch bin. Ich wollte zeigen, dass man mir vertrauen kann. Arbeit gab mir Struktur. Sie gab mir das Gefühl, gebraucht zu werden. In dieser Zeit begann ich zu träumen. Ich stellte mir vor, wie mein Leben sein könnte. Eine kleine Wohnung, ein fester Job, ein ruhiges Leben. Für mich bedeutete Geld Sicherheit. Sicherheit bedeutete Glück. So einfach dachte ich. Ich lernte eine Frau kennen. Sie war freundlich und stark. Bei ihr fühlte ich mich ruhig. Zum ersten Mal fühlte sich ein Teil meines Lebens stabil an. Wir sprachen über die Zukunft, über ein gemeinsames Leben, über Pläne. Ich wollte alles richtig machen. Ich wollte ein guter Partner sein. Ich wollte jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Mit der Beziehung kam neue Verantwortung. Ich spürte sie jeden Tag. Ich wollte nicht versagen. Ich wollte nicht so werden wie mein Vater. Ich sagte mir, dass ich es besser machen werde, dass ich alles unter Kontrolle habe. Aber das Leben hörte nicht auf, schwierig zu sein. Geld blieb ein Problem. Rechnungen kamen. Sorgen kamen. Ich arbeitete noch mehr. Ich nahm jede Chance an. Ich glaubte, wenn ich nur genug tue, wird alles gut. Manchmal war ich müde, manchmal hatte ich Zweifel. Aber ich sprach nicht darüber. Ich wollte stark sein. Ich dachte, Stärke heißt, keine Angst zu zeigen. In meinem Kopf gab es einen klaren Plan. Erst Arbeit, dann Geld, dann Sicherheit, dann Glück. Ich folgte diesem Plan jeden Tag. Aber ich merkte nicht, wie viel Druck ich mir selbst machte. Ich merkte nicht, wie sehr ich Angst vor dem Scheitern hatte. Diese Angst war immer da. Leise, aber stark. Ich hatte Angst, wieder nichts zu haben. Angst, wieder dieser Junge zu sein, der allein war. Ich wollte ein anderes Leben, um jeden Preis. Ich wollte beweisen, dass ich es schaffen kann. Doch das Leben hatte seine eigenen Regeln. Es folgte nicht meinem Plan. Es war stärker als meine Hoffnung. Und langsam begann ich zu verstehen, dass guter Wille allein nicht immer reicht. Irgendwann begann alles zu kippen. Der Job, an den ich so geglaubt hatte, funktionierte nicht mehr. Die Arbeit wurde weniger, das Geld auch. Ich sagte mir, dass es nur eine schlechte Phase ist und dass ich es schaffen werde, wenn ich noch mehr arbeite. Aber egal wie sehr ich mich anstrengte, es reichte nicht. Rechnungen blieben liegen, Schulden wuchsen langsam, aber sicher. Jeden Briefkastenbesuch fürchtete ich. Ich öffnete Briefe nicht sofort, weil ich wusste, was darin stand. Forderungen, Mahnungen, Zahlen, die ich nicht bezahlen konnte. Mit den Geldproblemen kamen die Spannungen. Zu Hause wurde es still, zu still. Gespräche wurden kurz, Blicke wurden hart. Die Beziehung litt. Wir stritten über Kleinigkeiten, aber es ging immer um dasselbe. Um Geld, um Sorgen, um Angst. Ich wollte alles reparieren, aber ich wusste nicht wie.
Ich fühlte mich wie ein Versager. Ich hatte doch versprochen, alles richtig zu machen. Ich hatte versprochen, für Stabilität zu sorgen, doch ich verlor die Kontrolle. Eines Tages ging sie. Nicht mit Wut, sondern mit Erschöpfung. Ich verstand sie, und trotzdem tat es weh. Ich blieb zurück, mit meinen Gedanken, mit meinen Schulden und mit meinem Sohn. Er war klein, er verstand nicht, was passiert war. Er fragte nicht viel, er sah mich nur an. Dieser Blick traf mich tief. Ich wusste, egal was passiert, ich bin für ihn verantwortlich, auch wenn ich selbst kaum noch wusste, wie ich weitermachen soll. Dann kam der Moment, vor dem ich mich am meisten gefürchtet hatte. Ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Die Tür schloss sich, nicht laut, einfach so. Plötzlich stand ich draußen, auf der Straße, mit einer Tasche und mit meinem Sohn an der Hand. Ich erinnere mich an diesen Moment sehr genau. Es war kein Drama, keine Musik, keine großen Worte. Nur eine Tür, die nicht mehr aufging, und ich wusste, dass sich etwas grundlegend geändert hatte. Die ersten Nächte ohne Zuhause waren schwer. Wir gingen viel, weil ich nicht stehen bleiben wollte. Stehen bleiben fühlte sich an wie Aufgeben. Die Straßen waren laut, Autos fuhren vorbei, Menschen gingen an uns vorbei. Niemand sah uns wirklich an. Ich fühlte mich unsichtbar und gleichzeitig schämte ich mich sehr. Ich wollte nicht, dass jemand mich erkennt. Ich wollte nicht, dass jemand fragt. Die Müdigkeit kam schnell. Sie setzte sich in meinen Körper und in meine Gedanken. Jeder Schritt fühlte sich schwer an. Ich war überfordert. Ich wusste nicht, wo wir schlafen sollen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte Angst, große Angst, nicht nur um mich, sondern vor allem um meinen Sohn. Ich sagte mir immer wieder, dass ich stark sein muss und dass ich keine Fehler machen darf. Aber ich fühlte mich klein, sehr klein. Es gab Momente, in denen ich einfach nur da saß, auf einer Bank oder auf dem Boden, und nichts tat. Ich starrte auf meine Hände, diese Hände, mit denen ich so viel hatte erreichen wollen. Jetzt hielten sie nur noch fest. Fest an meinem Sohn und fest an der Hoffnung, dass dieser Zustand nicht für immer ist. Ich wusste nicht, wie tief ich noch fallen würde, aber ich spürte, dass dies erst der Anfang war. Jetzt wurde es ernst. Nach dem Fall kam der tiefste Punkt. Das Leben ohne Zuhause hatte keinen Anfang und kein Ende mehr. Die Tage verschwammen ineinander. Ich wusste oft nicht, welcher Tag es war. Morgens wachte ich müde auf, abends war ich noch müder. Wir suchten Orte, an denen wir kurz bleiben konnten. Notunterkünfte waren laut und voll. Viele Menschen, viele Geschichten, viel Schmerz. Ich fühlte mich dort nicht sicher, aber ich hatte keine Wahl. Manchmal bekamen wir einen Platz, manchmal nicht. Dann gingen wir weiter. Öffentliche Toiletten wurden zu Orten, an denen ich mich versteckte. Nicht, weil sie gut waren, sondern weil sie Türen hatten. Türen gaben mir für einen Moment das Gefühl von Schutz. Ich schämte mich sehr. Ich wollte nicht, dass jemand mich so sieht. Ich wollte nicht erklären müssen, warum ich dort war. Ich wollte nicht bemitleidet werden. Also schaute ich weg, wenn Menschen an mir vorbeigingen. Ich senkte den Blick. Ich machte mich klein. Mein Sohn fragte manchmal, warum wir so viel laufen. Ich sagte ihm, dass wir unterwegs sind, dass es bald besser wird. Ich hoffte, dass meine Stimme ruhig klang. In mir war sie es nicht. In mir war Chaos. Ich dachte viel nach, zu viel. Gedanken kamen nachts, wenn es still wurde. Gedanken über Fehler, Gedanken über Entscheidungen, Gedanken darüber, ob ich versagt habe. Ich fragte mich, ob ich stark genug bin. Ich fragte mich, ob ich meinem Sohn schade. Manchmal dachte ich, vielleicht wäre es leichter, nicht mehr da zu sein.
Nicht aus Wut, nicht aus Drama, sondern aus Müdigkeit. Tiefer Müdigkeit. Ich fühlte mich leer, als hätte ich alles gegeben und nichts zurückbekommen. Diese Gedanken machten mir Angst. Ich wollte sie nicht haben, aber sie kamen trotzdem. Ich sagte mir immer wieder, dass ich bleiben muss, dass ich durchhalten muss. Aber manchmal wusste ich nicht mehr warum. Ich suchte nach Glück, aber ich wusste nicht mehr, wie es aussieht. Früher dachte ich, Glück ist Geld. Dann dachte ich, Glück ist Sicherheit. Jetzt wusste ich es nicht mehr. Alles fühlte sich gleich schwer an. Die Tage begannen mit Sorgen und endeten mit Sorgen. Ich versuchte, vor meinem Sohn stark zu wirken. Ich lächelte, auch wenn mir nicht danach war. Ich erzählte ihm kleine Geschichten, um ihn abzulenken. Sein Lächeln war oft das Einzige, was mir Kraft gab. Aber selbst diese Kraft fühlte sich manchmal schwach an. Es gab Momente, in denen ich einfach nur dasaß und atmete. Mehr nicht. Ich zählte Schritte. Ich zählte Minuten. Ich sagte mir, noch ein Tag. Nur noch dieser Tag. Ich lernte, wie lang ein Tag sein kann. Ich lernte auch, wie still Schmerz sein kann. Niemand sah ihn von außen. Ich funktionierte. Ich ging weiter. Aber innen war es dunkel. Sehr dunkel. Ich suchte Glück, aber ich wusste nicht mehr, warum ich es suchte. Und trotzdem ging ich weiter. Nicht aus Hoffnung, sondern weil Aufgeben sich noch leerer anfühlte. Die Chance kam nicht laut. Sie kam nicht mit Applaus oder mit großen Versprechen. Sie kam leise, fast zufällig, an einem ganz normalen Tag. Jemand sprach mit mir, ein kurzes Gespräch, ein paar Fragen, dann ein Angebot, ein Praktikum. Kein Geld, keine Sicherheit. Nur Arbeit. Viele hätten Nein gesagt. Viele konnten es sich nicht leisten. Ich auch nicht. Aber ich wusste, dass dies vielleicht meine einzige Chance ist. Es gab viele Bewerber. Junge Menschen mit sauberen Anzügen, mit Abschlüssen, mit festen Wohnungen. Ich hatte nichts davon. Ich hatte nur mich selbst und meinen Willen. Ich sagte Ja. Nicht, weil es leicht war, sondern weil ich keine andere Wahl sah. Jeden Morgen stand ich früh auf. Ich brachte meinen Sohn weg und ging zur Arbeit. Ich tat so, als wäre alles normal. Niemand sollte wissen, dass ich kein Zuhause hatte. Ich wollte nicht anders behandelt werden. Ich wollte nicht bemitleidet werden. Also schwieg ich. Ich lächelte. Ich arbeitete. Das Praktikum war hart. Sehr hart. Es gab klare Regeln. Nur die Besten würden bleiben. Nur einer würde den Job bekommen. Ich wusste das. Ich spürte den Druck jeden Tag. Ich arbeitete schneller. Ich lernte genauer. Ich stellte Fragen und hörte genau zu. Wenn andere nach Hause gingen, blieb ich. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Nachts lernte ich. Ich saß müde da und las Zahlen, Namen, Regeln. Meine Augen brannten. Mein Kopf war schwer. Oft schlief ich fast ein. Aber ich machte weiter. Ich dachte an meinen Sohn. Ich dachte an sein Gesicht. Ich dachte daran, wie er mich ansah. Das gab mir Kraft. Nicht viel, aber genug. Es gab Tage, an denen ich Angst hatte. Angst, entdeckt zu werden. Angst, zu scheitern. Angst, dass alles umsonst ist. Ich fragte mich oft, ob ich gut genug bin, ob ich hier hingehöre. Aber ich erinnerte mich an alles, was hinter mir lag. An die Straße, an die Nächte, an die Dunkelheit. Ich sagte mir, dass ich schon schlimmere Tage überlebt habe. Also kann ich auch diesen Tag schaffen. Die Wahrheit versteckte ich gut. Niemand wusste, wo ich schlief. Niemand wusste, wie müde ich war. Ich funktionierte. Ich musste funktionieren. Es gab keine Zeit für Fehler. Jeder Tag zählte, jeder Anruf zählte, jeder Blick des Chefs zählte. Manchmal fühlte ich mich wie ein Schauspieler. Ich spielte einen Mann mit Kontrolle.
Innen hatte ich kaum welche. Aber langsam änderte sich etwas. Kleine Dinge. Ein Lob, ein Nicken, ein kurzes Lächeln. Nicht viel. Aber genug, um Hoffnung zu spüren. Vorsichtige Hoffnung. Ich erlaubte mir nicht, zu viel zu fühlen. Zu oft war ich enttäuscht worden. Aber tief in mir begann etwas zu wachsen. Ein Gedanke. Vielleicht reicht es. Vielleicht schaffe ich es. Ich arbeitete weiter. Tag für Tag. Ohne Pause. Ohne Garantie. Ich wusste, dass diese Chance klein ist. Sehr klein. Aber ich war bereit. Bereit zu kämpfen. Bereit zu bleiben. Bereit, alles zu geben. Nicht für Geld. Nicht für Erfolg. Sondern für ein anderes Leben. Für meinen Sohn. Für mich. Die Chance war klein. Aber ich war bereit. Der Job kam leise in mein Leben. Es gab keinen großen Moment, keinen Jubel, keinen Stolz. Es war nur ein Gespräch, ein Händedruck und ein Ja. Als ich die Zusage bekam, fühlte ich nichts, was man Erfolg nennt. Ich atmete nur tief ein. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit spürte ich Ruhe. Nicht Glück, nicht Freude, sondern Ruhe. Ich hatte Arbeit. Echte Arbeit. Keine Hoffnung ohne Boden mehr, kein Warten ins Leere. Es war nur ein Anfang, aber es war meiner. Am nächsten Morgen stand ich auf und wusste, wohin ich gehen muss. Dieser Gedanke veränderte alles. Mein Leben wurde nicht sofort besser. Ich verdiente wenig Geld, sehr wenig. Ich musste weiter auf jeden Cent achten. Ich zählte mein Geld, ich plante jeden Einkauf. Aber es gab Struktur. Ich hatte einen Tagesablauf. Ich wusste, wann ich aufstehe, wann ich gehe, wann ich zurückkomme. Das gab mir Halt. Ich hatte wieder einen festen Ort, an den ich gehen konnte. Erst war es nur ein Raum, ein kleines Zimmer. Kein schönes Zimmer. Aber es hatte eine Tür. Eine Tür, die ich schließen konnte. Das war neu für mich. Ich musste mich nicht mehr verstecken. Ich musste nicht mehr weitergehen, wenn es dunkel wurde. Ich konnte bleiben. Mit der Zeit lernte ich, langsamer zu werden. Früher rannte ich immer. Vor der Angst, vor der Vergangenheit, vor dem Scheitern. Jetzt lernte ich, stehen zu bleiben. Ich lernte, auszuhalten. Nicht jeder Tag war gut. Es gab Tage, an denen ich müde war, an denen alte Gedanken zurückkamen. Aber ich hatte etwas, das ich früher nicht hatte. Einen festen Boden. Die Stabilität kam nicht plötzlich. Sie kam leise. Schritt für Schritt. Woche für Woche. Ich zog später in eine kleine Wohnung. Auch sie war nicht perfekt. Aber sie war mein Zuhause. Mein Sohn hatte ein Bett, einen Tisch, einen Platz für seine Sachen. Ich sah, wie er ruhiger wurde, wie er besser schlief, wie er lachte. Dieses Lachen bedeutete mir mehr als jedes Geld. Ich begann zu verstehen, dass mein Leben sich verändert hatte, ohne dass ich es laut gemerkt hatte. Ich hatte keinen großen Erfolg. Niemand klatschte. Niemand gratulierte mir. Aber ich hatte Halt. Ich hatte etwas, woran ich mich festhalten konnte. Arbeit, Ordnung, einen Ort. Ich lernte, dass Glück nicht immer laut ist. Manchmal ist Glück einfach, morgens aufzustehen und zu wissen, wohin man gehört. Ich lernte, dass Stabilität Zeit braucht. Geduld. Verantwortung. Ich konnte nicht alles kontrollieren, aber ich konnte bleiben. Und dieses Bleiben wurde zu meiner größten Stärke. Ich hatte keinen Erfolg. Ich hatte Halt. Ich lernte sie kennen, als mein Leben ruhiger wurde. Nicht gut, nicht leicht, nur ruhiger. Es war keine besondere Begegnung, kein Filmmoment, kein Gefühl von sofortigem Glück. Es war ein normales Treffen an einem normalen Tag. Wir sprachen ein wenig, über einfache Dinge, über Arbeit, über den Alltag. Ich merkte, dass ich mich nicht verstellen musste. Das war neu für mich. Ich war vorsichtig. Sehr vorsichtig. Ich hatte gelernt, dass Nähe gefährlich sein kann. Nähe bedeutet Verlust.
Nähe bedeutet Angst. Trotzdem blieb ich. Auch sie blieb. Unser Anfang war nicht perfekt. Ich war oft still. Sie merkte das. Sie fragte nicht viel. Sie hörte zu. Dieses Zuhören war für mich ungewohnt. Ich war es nicht gewohnt, dass jemand bleibt, ohne etwas zu fordern. Langsam begann ich, ihr zu vertrauen. Nicht auf einmal. Schritt für Schritt. Ich erzählte ihr von meiner Arbeit, von meinem Sohn. Irgendwann erzählte ich ihr auch von meiner Vergangenheit. Nicht alles, nicht sofort. Aber genug. Ich erzählte von den Nächten ohne Zuhause, von der Angst, von der Scham. Ich hatte Angst, dass sie geht, wenn sie es weiß. Ich hatte Angst, wieder alles zu verlieren. Sie hörte zu. Sie sagte nicht viel, aber sie blieb. Dieses Bleiben war schwer für mich, schwerer als Armut, schwerer als Müdigkeit, denn jetzt hatte ich etwas zu verlieren. Mit ihr kam ein neues Gefühl: Verletzlichkeit. Wenn man nichts hat, kann man nichts verlieren. Aber wenn man Nähe hat, kann man verletzt werden. Ich musste lernen, das auszuhalten. Ich musste lernen, nicht wegzulaufen, wenn es schwierig wird. Unser Leben wurde kein Märchen. Es gab keinen großen Wendepunkt. Es gab Alltag. Gespräche am Abend, Schweigen am Morgen, gemeinsame Entscheidungen, kleine Konflikte, kleine Lösungen. Manchmal saßen wir einfach da, ohne Worte. Früher hätte ich das nicht ausgehalten. Früher brauchte ich Bewegung, Lärm, Flucht. Jetzt lernte ich, still zu sein. Bei ihr. Mit ihr. Mein Sohn war Teil dieses Lebens. Sie nahm sich Zeit für ihn. Nicht viel, nicht laut, einfach da sein. Das bedeutete mir viel. Ich sah, wie er ihr vertraute, wie er sich öffnete. Das machte mir Angst, denn ich wusste, wie schmerzhaft Verlust sein kann. Ich wollte ihn schützen. Ich wollte uns schützen. Aber ich lernte, dass man nicht alles kontrollieren kann. Familie entsteht nicht durch Planung. Sie entsteht durch Bleiben, durch Zuhören, durch Schweigen, durch Tage, an denen nichts Besonderes passiert. Ich merkte, dass ich mich veränderte. Ich musste nicht mehr beweisen, dass ich stark bin. Ich durfte müde sein. Ich durfte unsicher sein, und sie ging nicht weg. Diese Erfahrung war neu für mich. Sie stellte meine alten Regeln in Frage. Die Regeln aus meiner Kindheit. Niemand hilft dir. Bleib allein. Sei stark. Jetzt lernte ich etwas anderes. Nähe ist Risiko. Aber ohne Risiko gibt es kein Glück. Glück macht verletzlich. Und genau das machte mir Angst. Aber ich blieb. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich lernte, dass man nicht immer neu anfangen muss. Manchmal ist es schwerer, einfach zu bleiben. Zu bleiben, wenn man Angst hat. Zu bleiben, wenn alte Gedanken zurückkommen. Zu bleiben, wenn es einfacher wäre zu gehen. Zu bleiben war meine größte Herausforderung. Und langsam verstand ich, dass genau darin mein neues Leben lag. Zu bleiben ist schwerer, als neu anzufangen. Heute, viele Jahre später, bin ich ein alter Mann. Wenn ich zurückblicke, sehe ich kein perfektes Leben. Ich sehe einen Weg mit Umwegen, mit Fehlern und mit Narben. Mein Sohn ist erwachsen geworden. Er ist ruhig. Er steht fest im Leben. Wenn ich ihn ansehe, weiß ich, dass er sich sicher fühlt. Das war mein größter Wunsch. Ich habe ein Zuhause, kein großes Haus, kein besonderes Haus. Aber es ist echt. Es ist ein Ort, an dem ich bleibe. Es ist ein Ort, an dem mein Leben stattfindet. Nicht alles ist perfekt. Es gibt Tage, an denen alte Erinnerungen kommen. Es gibt Gedanken, die bleiben. Manche Narben verschwinden nicht. Sie erinnern mich daran, wo ich war. Und daran, wie weit ich gegangen bin. Mein Alltag ist ruhig geworden. Abends komme ich nach Hause. Ich schließe die Tür hinter mir. Früher schloss ich Türen, um mich zu verstecken. Heute schließe ich sie, um anzukommen. Ich setze mich.
Ich atme. Manchmal höre ich nur die Stille. Diese Stille hatte ich früher nicht. Sie ist kein Zeichen von Leere. Sie ist ein Zeichen von Sicherheit. Ich habe gelernt, dass Glück kein großer Moment ist. Kein Augenblick, den man festhalten kann. Glück ist kein Ziel, das man erreicht und dann abhakt. Es ist auch kein Fund, nichts, das plötzlich vor einem liegt. Glück ist etwas, das bleibt, wenn man bleibt. Es zeigt sich nicht laut. Es zeigt sich im Alltag, in kleinen Dingen, in Verantwortung. Ich habe Verantwortung übernommen. Für mein Leben, für meine Entscheidungen, für die Menschen, die ich liebe. Ich habe gelernt, mich selbst nicht aufzugeben. Nicht in schweren Zeiten. Nicht in guten Zeiten. Früher dachte ich, Glück kommt von außen. Durch Geld, durch Erfolg, durch Anerkennung. Heute weiß ich, dass Glück innen wächst. Es wächst, wenn man bleibt, auch wenn es schwer wird. Wenn man nicht wegläuft, wenn Angst kommt. Wenn man sich zeigt, auch wenn man verletzlich ist. Mein Leben ist nicht besonders, aber es ist meines. Ich bin geblieben. Und dieses Bleiben hat alles verändert. Ich fand Glück nicht. Ich baute es. Wenn du diese Geschichte bis hier gelesen hast, dann bist du geblieben. Vielleicht nicht nur bei meinen Worten, sondern auch bei dir selbst. Vielleicht erkennst du dich in manchen Gedanken wieder. Vielleicht hast du auch Zeiten erlebt, in denen alles schwer war und nichts sicher schien. Ich möchte dich fragen, wo stehst du gerade in deinem Leben? Rennst du noch, so wie ich früher? Oder hast du schon einen Moment gefunden, in dem du stehen bleiben kannst? Glaubst du noch, dass Glück etwas ist, das plötzlich kommt? Oder spürst du tief in dir, dass es etwas ist, das Zeit braucht? Ich weiß, wie leicht es ist, sich selbst zu verlieren, wenn man nur funktioniert. Ich weiß auch, wie schwer es ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn man müde ist. Aber ich habe gelernt, dass genau dort etwas beginnt. Nicht im großen Erfolg, nicht im perfekten Moment, sondern im Bleiben. Deshalb frage ich dich, wovor läufst du vielleicht weg? Und was würde passieren, wenn du einen Schritt langsamer gehst? Du musst nicht alles auf einmal lösen. Du musst heute nicht glücklich sein. Du musst nur hier bleiben. Einen Tag, einen Schritt, einen Atemzug. Wenn du nichts hast, heißt das nicht, dass es immer so bleibt. Wenn du Angst hast, heißt das nicht, dass du schwach bist. Es heißt nur, dass dir etwas wichtig ist. Schau dir dein Leben an, so wie es jetzt ist. Nicht so, wie es sein sollte. Nicht so, wie andere es erwarten, sondern so, wie es wirklich ist. Was hält dich gerade? Was gibt dir Halt, auch wenn es klein ist? Vielleicht ist es ein Mensch, vielleicht ein Gedanke, vielleicht nur die Tatsache, dass du noch da bist. Nimm das ernst. Baue darauf auf. Warte nicht darauf, dass alles perfekt wird. Das wird es nicht. Aber es kann echt werden. Es kann ruhig werden. Es kann deins werden. Bleib bei dir, auch wenn es unbequem ist. Bleib bei deinem Leben, auch wenn es Fragen stellt. Glück wartet nicht irgendwo am Ende eines Weges. Es entsteht dort, wo du dich entscheidest zu bleiben. Wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann diese. Gib dich selbst nicht auf. Nicht heute, nicht morgen. Bleib. Denn genau dort beginnt dein eigenes Verständnis von Glück. Danke, dass du dir Zeit für diese Geschichte genommen hast. Danke, dass du geblieben bist bis zum Ende. Wenn dich diese Worte berührt haben oder wenn du dich irgendwo darin wiedergefunden hast, dann lass mich das wissen. Ein Like hilft mir sehr, damit diese Geschichten auch andere Menschen erreichen. Wenn du mehr solcher echten, ruhigen und persönlichen Geschichten lesen oder hören möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Hier geht es um das echte Leben, um Fehler, um Hoffnung
und um den Mut, weiterzugehen. Teile diese Geschichte gern mit jemandem, der sie gerade brauchen könnte. Und vergiss nicht, du bist nicht allein und es ist okay, Schritt für Schritt zu gehen. Danke, dass du hier bist.